Kamera läuft, Klappe bitte. Gut. Ich habe den Mantel genommen, den beige, wo meine über 90-jährige Tante aus Luxemburg gehäkelt hat. Und den Poncho, einen ganz farbigen Poncho, den meine Eltern aus Südamerika haben mitgebracht haben. Und er war ein bisschen dick und umförmig. Und dann habe ich gedacht, ich verschneide ihn und kann so irgendwie etwas von dem auch behalten oder vielleicht auch ein Stückchen von dem Venezuela in mein Leben nehmen. Und ich habe den aufgenäht auf den anderen Mantel, also die Stücke aufgenäht auf den Mantel. Ich habe nachher auch noch indische Stoffreste genommen und habe die mit der japanischen Sashiko-Technik, wo man die Nähte einfach sichtbar macht. Also ich habe die einfach aufgestickt nachher mit sichtbaren Nähten mit Neonfaden. Und so ist der Mantel entstanden, wo eine Mischung ist aus verschiedenen Familienstücken oder Erinnerungsstücken. Und ich habe dann noch vor ein paar Wochen, wo meine Mutter im Sterben gelegen ist, habe ich den Mantel ein paar Mal dort und habe neben ihrem Bett an dem Mantel an die Stoffreste angestickt. Und wir haben dazu über die Vaterliebe von Gott gehört, von Gary Keller. Und auch die Schmetterling. Für mich ist der Schmetterling auch ein Symbol von Freiheit. Ich liebe Schmetterlinge. Und ich habe die in dieser Zeit auch in der Brockenstube gefunden. Und es war für mich auch so ein Zeichen von Gott. Und es ist auch ein neues Album herausgekommen von Josh Garrels, ein Sänger, den ich sehr gerne habe. Er singt das Lied «Schmetterling», «Butterfly». Und ich habe das meiner Mutter vorgesungen. Unter Tränen in der letzten Nacht, bevor sie gestorben ist. Und er singt dort so, dass der Schmetterling mit neuen, wieder belebten Flügeln von der Erde in den Himmel fliegt und etwas Neues anfangen kann. All things made new. Und so ist es auch bei Gott, denke ich, dass er immer etwas Neues schafft aus dem Alten, dass bei ihm nichts vergeben war, dass bei ihm jeder Schmerz, jedes Leid oder zerbrochenes Herz heil werden kann, weil er aus dem Alten oder aus dem Kaputten, Schmerzhaften wieder etwas Neues schafft. Etwas Schönes, etwas Gutes. Er flickt unsere Herzen zusammen und er macht aus Erinnerungen, die nicht schön sind, oder er tröstet uns einfach auch in unserer Trauer. In diesem Workshop haben wir zusammen genäht, gestickt, Sachen aufglättet, Schmuck gemacht. Es war ein Upcycling, eigentlich, wo wir aus Altem Neues gemacht haben, aus Kaputtem Sachen geflickt haben. Viele Kleider, die man nicht mehr anhatte, so etwas Neuem, Tragbarem gemacht hat. Und eben auch in diesem Prozess von Gemeinschaft, von Zusammensitzen und Nähen, ist eine gewisse eine heilende Handarbeit auch irgendwo durch, weil wir alles von Hand haben gemacht. Es war langsam, es war ein Prozess, wo man noch zusammen gegangen ist, wo man miteinander gebetet hat, austauscht hat, einander am Leben teilgenommen hat vom anderen, wo man Geschichten erzählt hat und wo so eben auch ein Prozess war von Heilung, von einem Weg zusammengehen und durch die Geschichten, die wir miteinander austauscht haben, die irgendwo auch sichtbar wurden, eben auf den Kleidern, gewisse Zerbrochenheit, gewisse Erinnerungsstücke. Und so sind neue Stücke entstanden, neue Kleider, Unikat, vielleicht Lieblingsstücke, die man wieder anlegen kann, wo man Freude daran hat.
Coat of Many Colors bedeutet für mich, ja, es heisst der farbige Mantel, der bunte Mantel, und das ist angelehnt an die Geschichte von Josef im Alten Testament, wo der Vater Josef, der sein Lieblingssohn ist, einen bunten Mantel schenkt, heisst es dort. Und er sich natürlich ganz stolz gefühlt hat und würdevoll. Und so ist für mich auch ein bisschen der Mantel ein Symbol von, ja, wie Gott uns liebt, wie Gott uns, mit uns Intimität haben, wie Gott uns umschließt. Ja, symbolisch wie ein Mantel, der uns Schutz gibt und der uns königlich und prächtig fühlen lässt. Und so ist auch Gottes Liebe und seine Gnade. Er umschließt uns mit seiner Liebe. Er gibt uns Schutz, er gibt uns Trost, er gibt uns Beistand. Er gibt uns einen Frieden, den nichts in dieser Welt geben kann. Und er kann jede Geschichte ändern. Er kann aus jedem zerbrochenen Leben oder zerbrochenen Herzen kann er wirklich heilen. Durch seine Vergebung, durch seine Liebe, durch seine Barmherzigkeit. Er vergibt alles. Und seine Barmherzigkeit, seine Gnade deckt alle Vergehen zu. Und so kann jeder Mensch wieder Würde erlangen, wiederhergestellt werden durch seine alles verändernde Kraft. Und das wollen wir mit diesen Workshops auch erreichen, dass Menschen wieder irgendwo durch auch Heilung finden in diesem Prozess von Nähen, von Sticken in Gemeinschaft, durch Slow Fashion, durch Handarbeit, heilende Handarbeit, die eben nicht nur Herzen heilt, sondern außerdem noch wunderschöne Kleidungsstücke produziert, kreiert.